Caravanmesse in Düsseldorf. Da wollen wir natürlich hin, da müssen wir hin, hätte ich fast gesagt. Nein, das müssen wir natürlich nicht, aber wir fahren gerne dorthin und was wir dort machen wollen, wann wir wo sind, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Bevor ich jetzt über die Messe spreche, vielleicht noch mal ein paar Worte zu unserer Probefahrt von unserem neuen Vario Star, der ja auch auf der Messe dann zu sehen sein wird. Ja, ich kann mich nur bedanken für die vielen Klicks, dass so viele Zuschauer das Video angeschaut haben. Es waren nach wenigen Tagen schon mehr als 80.000 Klicks. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Auch für die vielen Kommentare, es sind mehr als 400 Kommentare und ich weiß nicht, wie oft das auch geliked wurde, das Ganze. Also dafür herzlichen Dank. Vielleicht das auch noch, es kommen immer wieder Fragen zu unserem neuen Vario, ist ja auch in Ordnung, kein Problem. Ich bitte nur um Verständnis, ich kann nicht jede Frage vielleicht bis ins letzte Detail beantworten. Wenn es eine einfache Frage ist, die mit 3 Worten zu beantworten ist, in einem Kommentar, ist das kein Problem. Auch dürft ihr mich natürlich gerne per E-Mail anschreiben. Ich blende das hier nochmal oder blende jetzt nochmal meine E-Mail-Adresse ein. Aber, und das wollte ich Ihnen nochmal jetzt hier klar erklären, ich werde immer von Zeit zu Zeit über unseren neuen Vario Star wieder ein Video bringen, immer auch Details dann zeigen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt, schreibt mir bitte gerne per E-Mail. Ich werde das dann sammeln und dann in einem Video diese Geschichten dann beantworten. Jetzt zur Messe in Düsseldorf. Wir hatten geplant, dass wir ich habe mir das hier nochmal aufgeschrieben, vom Mittwoch, 30. August bis einschließlich Freitag, 1. September dort die Messe besuchen wollten wir. Aber das hat dann am Ende nicht geklappt. Ich habe also die Tickets habe ich bestellt, alles online, geht glaube ich gar nicht anders. Hatte ich bestellt für die Tage, beziehungsweise auch gekauft. Dann wollte ich online die Parkplätze oder Parkplatz buchen auf dem P1. Das ist mir am Anfang gar nicht gelungen. Ich habe dann bei der Messe angerufen und gefragt, was kann ich tun? Und dann hat man mich nur noch mal darauf verwiesen, versuchen Sie es nochmal. Was ich am Ende hingekriegt habe, jetzt habe ich einen Parkplatz von Montag 16 Uhr bis Mittwoch 19 Uhr. Das heißt, sprich 2 Übernachtungen habe ich dort. Ich wäre gerne 3 Tage dort geblieben. Jetzt weiß ich nicht, wie ich es jetzt machen soll. Ich werde ja natürlich erstmal diese Zeit nutzen, die wir dort jetzt bekommen haben, die Parkfläche, die wir dort für die Zeit bekommen haben. Werde dann versuchen, noch den Donnerstag mitzunehmen. Tickets dafür habe ich, ist nicht das Problem. Wie gesagt, vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wie ich es lösen kann mit dem Parkplatz. Ich habe auch geschaut, die Ausweichplätze gibt es ja auch. Aber auch die sind online alle voll belegt und man bekommt nichts mehr. Ich weiß da jetzt im Moment nicht, wie ich da jetzt noch was machen kann. Natürlich kann ich irgendwo außerhalb, wenn ich jetzt einige Kilometer außerhalb von Düsseldorf einen Platz nehme, einen Stellplatz oder Campingplatz nehme, dass ich dort was kriege, aber das wollte ich nach Möglichkeit nicht. Sollte noch jemand eine Idee haben, wie ich den Donnerstag dort noch übernachten kann auf dem Parkplatz, wäre ich dankbar, wenn man mich da informiert. Also werden wir auf jeden Fall an den Tagen, dem Dienstag, ich glaube, das ist der 29. August und Mittwoch, der 30. August auf der Messe sein. Und natürlich werden wir auch dann auf dem Stand der Firma Vario Mobil sein, dort wo unser neuer Vario Star steht. Wir werden natürlich nicht den ganzen Tag dort auf dem Platz verbringen, denn wir wollen auch noch ein paar andere Dinge uns anschauen. Aber ich denke, dass wir vormittags zwischen 11 und 1 Uhr, also um die Mittagszeit rum, dort auf dem Platz sein werden. Vielleicht auch noch mal eine andere Zeit, das kann ich jetzt im Moment so genau noch nicht sagen. Denn wir müssen uns auch noch ein bisschen um Zubehör kümmern, Dinge kümmern, hier für unseren neuen Vario Star. Zum Beispiel, vielleicht hat da auch jemand eine Idee, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir das mit den Gläsern, mit dem Geschirr machen. Wir haben da jetzt was schon jahrelang hier in unseren Schränken in einem alten Mobil, aber es gibt ja immer neue Dinge, die vielleicht besser sind, die wir vielleicht aber auch gar nicht kennen. Auch da wäre ich natürlich dankbar für Informationen, wenn da jemand was hat und sagt, das musst du dir mal angucken. Das mit den Magnetgläsern und so kenne ich so ein bisschen. Ist auch eine schöne Sache, will ich nicht sagen. Aber vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, die Dinge in den Schränken im Wohnmobil irgendwie klappersicher aufzubewahren.
Es kommt immer wieder die Frage, dürfen wir euch ansprechen? Klar dürft ihr uns ansprechen, überhaupt kein Problem, wir freuen uns. Wir können vielleicht nicht unbedingt da jetzt stundenlang Gespräche führen. Dazu fehlt uns auf der Messe die Zeit, weil wir uns ja selber auch noch ein bisschen informieren wollen. Aber ansonsten ist das kein Problem, wenn ihr uns ansprecht. Ja, das war so eine kleine kurze Information oder Statement zu unserem Messebesuch. Wir lassen uns überraschen, freuen uns über alle, die wir dort treffen. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.